der Ausstellung Avantgarde und Gegenwart treffen historische und zeitgenössische Arbeiten von rund 140 Künstlerinnen und Künstlern aus der Sammlung des Belvedere und der Artothek des Bundes aufeinander. Daraus ergibt sich ein manchmal naheliegendes, manchmal überraschendes Zusammenspiel, das von Dringlichkeiten und Dynamiken, von Kontinuitäten und Brüchen zeugt. Ausgehend vom Bestand der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts imaginiert diese Ausstellung weder die viel zitierte Stunde Null 1945 als Beginn der österreichischen Nachkriegsavantgarden noch deren lineare Entwicklungsgeschichte. Vielmehr versucht sie anhand von 6 Erzählsträngen, Parallelen, Überkreuzungen, aber auch Gegenentwürfe in der Kunst seit den 1930er Jahren greifbar zu machen. Der Auftakt der Ausstellung erzählt von Sammlungen als Ansammlungen, von Dingen, die aus unterschiedlichen Kontexten und Zeiten kommend stets aus der Perspektive unmittelbarer Gegenwart betrachtet werden und in ihrem Aufeinandertreffen quasi animistisch, magisch interagieren. Mit Walter Benjamin gesprochen sind Sammlungen niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Der Erzählstrang Ansammlungen und gebrochene Realitäten widmet sich den geschichtspolitischen Verwerfungen, die die Entwicklung modernistischer Strömungen in Österreich wesentlich bestimmten. In Liesl Pongers Horror Vacui von 2008 betrachten wir die verstörende Szenerie einer verwüsteten Wohnung, die referenzreich den Raub jüdischen Eigentums, die Verstrickung von Museen und die oftmals späte Restitution zum Thema hat. Kaum weniger verstörend ist Rudolf Wackers aufgeräumtes Stillleben mit 2 Köpfen von 1932. Der bekennende Antifaschist schrieb einmal prophetisch, er sei ein Porträtist von Gegenständen und stelle die Trümmer der bürgerlichen Welt dar. Der Erzählstrang Abstraktionen versammelt historische und zeitgenössische Ansätze des Ungegenständlichen. Im österreichischen Kontext ist diese Auseinandersetzung durch Ungleichzeitigkeiten und Brüche gekennzeichnet. Der konstruktive Jugendstil der Wiener Moderne um 1900 nimmt mit seinen Gestaltungsprinzipien bereits die geometrische Abstraktion vorweg. Erst zeitversetzt und nur punktuell erleben internationale Strömungen wie Kubismus, Futurismus und Konstruktivismus in den frühen 1920er Jahren eine entsprechende Rezeption. Nach 1945 werden diese Tendenzen in bis dahin ungekannter Intensität wieder aufgenommen, zu einer Zeit, als die Abstraktion als Inkarnation der Freiheit gilt und im beginnenden Kalten Krieg diskursbestimmend wird. Die Arbeiten von Fritz Wottruber und Toni Schmale leiten den Erzählstrang Abstraktionen ein, der sich hier aber auch mit jenem der sogenannten performativen Körper überkreuzt. Während Fritz Wottruber mit Große sitzende Figur, menschliche Kathedrale von 1949 durch blockhafte kubische Formfindung die Auffassung des menschlichen Körpers als Architektur vorantreibt, bringt Toni Schmales Kontaktgrill aus dem Jahr 2013 den abwesenden Körper in ein imaginäres Spiel zwischen Begehren und Disziplinierung. Zahlreiche Arbeiten in der Ausstellung zeugen vom Einsatz des menschlichen Körpers als künstlerisches Material, wie auch von der kritischen Auseinandersetzung mit seiner Repräsentation. Im narrativen Strang performative Körper finden diese eine Verdichtung. Christian Ludwig Attersees Werk Ansichtskarten von 1971 und Jakob Lehner Knebels Skulpturen Joan und John Boy aus dem Jahr 2019 verschmelzen gleichermaßen lustvoll High and Low, Kitsch, Pop und Kunstgeschichte. Dabei macht Attersee durchaus explizite sexuelle Anspielungen, die auch geschlechtliche Stereotype durchaus bestätigen bzw. auch überspitzen. Die Hinterfragung von binären Geschlechteridentitäten steht wiederum im Zentrum der Arbeiten von Jakob Lehner Knebel, die schillernde Identitäten entwirft, die zwischen den Geschlechtern oszillieren. Der Erzählstrang surreale Narrative versammelt traumhaft unbewusste und fantastische Bildfindungen und durchzieht die gesamte Schau. Immer wieder scheinen künstlerische Verfahren der Verfremdung, Verschiebung und Überschreitung des Realen geeignet, das schwierige Verhältnis des Individuums zur Welt zu fassen. Der Erzählstrang Revisionen schließlich nimmt künstlerische Verhandlungen von Geschichtsschreibung und gesellschaftliche Gegenwart in den Blick. Er knüpft an den Anfang der Ausstellung und ihre Erzählungen zur Kunst in Österreich an.
Der Denkfigur der Revision, der letzte Ausstellungsteil folgt, liegt eine doppelte Blickrichtung zurück und nach vorn zugrunde. Gewissermaßen eine gegenläufige Perspektivierung der Dinge aus dem Jetzt, mit dem Ziel, aus dem Vergangenen und seiner Repräsentation nicht nur Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen, sondern auch eine andere Zukunft zu imaginieren. So aktualisiert Markus Geiger mit seiner raumgreifenden Installation Porträts und Wurst von 2006 die heroische Selbstdarstellung der Gründerväter der Wiener Sezession unter Einbeziehung von Protagonistinnen der zeitgenössischen Kunstszene. Und Anna Atakers Werkserie Unbekannte Avantgarde von 2008 nimmt den systematischen Ausschluss von Künstlerinnen aus der Kunstgeschichtsschreibung anhand von 10 fotografischen Porträts bekannter KünstlerInnengruppen des 20. Jahrhunderts in den Blick.